Hallo meine Lieben, heute habe ich wieder ein Procreate-Video für euch und zwar geht es darum, dass ich euch zeigen möchte, wie ihr ganz einfach Landschaften mit Silhouetten zeichnen könnt, wie ihr die Stempel, die ich euch schon gezeigt habe, anwenden könnt dabei und aber auch, wie ihr einen super coolen, einfachen Gradient-Effekt für den Hintergrund erzielen könnt. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das wird so ein Bild sein. Und zwar geht es darum, ich habe euch schon gezeigt, wie ihr Stempel machen könnt, den ganzen Papercut-Effekt, und mit den Sachen werden wir arbeiten, aber eben ich wollte euch auch zeigen, wie ihr einen Gradient-Effekt im Hintergrund machen könnt. Und ja, wie ihr das Ganze auch als Bild verwenden könnt und so ein bisschen Dimension auch reinbringen könnt. Das ist das, was wir heute machen werden. Jetzt vom Anwenden her, ich habe zwei Stempel. Ich habe so einen Bären, der sitzt, den habe ich als Stempel erstellt, und solche Tannenbäume auch als Stempel erstellt. Wenn euch das für euch das komplett neu ist, guckt euch das Video hier oben an, wo ich gezeigt habe, wie ihr selber Stempel erstellen könnt. Dann habe ich eine kleine Farbpalette für mich gemacht, die tendenziell im Grünbereich drin ist, weil wir werden eine Waldlandschaft machen. Und von der Schrift her, weil ich da auch immer wieder gefragt werde, ich habe Montes verwendet. Und das ist keine Schrift, die per se drin ist, sondern die ist von Fontsquirrel. Da könnt ihr einfach nach Montes suchen und die integrieren. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr Schriften integriert, auch da verlinke ich euch hier oben ein Video, damit ihr euch das angucken könnt. Ansonsten von den Pinseln her werde ich eben Stempel verwenden, den Bär und die Tanne. Dann werde ich Airbrush-Pinsel, der ist Standard drinne. Und dann verweise ich immer wieder auf einen Pinsel, wo ich mir nicht bewusst war, dass ich den selber erstellt hatte. Und da wurde ich auch gefragt, wie ich den eingestellt habe. Deshalb zeige ich euch hier kurz die Einstellung. Das ist dieser Fineliner Straight und den Namen habe ich selber gegeben. Das könnt ihr hier über diesen Pinsel hier oben einfach den Namen ändern. Aber der ist wirklich nicht speziell eingestellt. Ich habe das meiste auf keine oder 0 gestellt. Hier speziell, er ist mit dem Streamline auf Maximum, dass ich wirklich schöne Kurven oder schöne Linien hinbekomme. Bei der Verjüngung eigentlich auch nichts Spezielles. Bei der Form, da habe ich einfach geguckt, dass ich hier einen vollen Kreis habe, und wenn ihr nicht wisst, wie ihr das auswählen könnt, ihr könnt hier auf Bearbeiten gehen und dann bei Importieren habt ihr eine Quellbibliothek, und da sind die Sachen drin, die von Procreate schon zur Verfügung gestellt werden. Und ich habe ganz einfach hier diesen Hard-Kreis genommen. Dann bei der Körnung, auch hier könnt ihr das einstellen. Auch da habe ich ganz einfach dieses Blank genommen. Das heißt, ich habe keine Körnung drauf. Das ist eine komplett gedeckte Fläche. Und deshalb bin ich hier mit diesem Blank gegangen. Dann Rendering, auch nichts Spezielles eingestellt. Nassmix, auch nichts, das meiste auf 0 gestellt. Dito bei der Farbdynamik, hier seht ihr wirklich ein super einfacher Pinsel. Und bei der Dynamik habe ich auch 0, keine. Und hier beim Apple Pencil, da habe ich beim Fließen das auf maximal genommen. Ansonsten auch nichts Spezielles. Und hier bei den Eigenschaften die Vorschau auf 10%, den Wischfinger auf 86%, maximale Größe 80%, minimale Größe 0, maximale Deckkraft und minimale Deckkraft beides auf Max.
Das ist einfach so, wie ich den Pinsel eingestellt habe. Aber eben, ihr könnt das wirklich so machen, wie ihr das wollt. Ob ihr gerne, bei mir, der fängt wirklich als Punkt auch an und geht hier nicht in die Spitze. Richtet es für euch ein, wie ihr wollt. Ich wollte es euch einfach zeigen, weil ich da immer wieder Fragen dazu bekomme, was eigentlich diese Fine Liner Straight ist. So viel dazu. Und jetzt habe ich auch schon etwas vorbereitet. Was ich als erstes gemacht habe, ich habe einen Kreis gebildet und den ringsherum, also nicht die Innenfläche des Kreises, sondern das, was ringsherum ist, habe ich ausgefärbt. Wie habe ich das gemacht? Habe ich ganz einfach eben meinen Fine Liner Straight genommen. Ich habe geguckt, dass ich hier auf komplett schwarz ausgewählt habe. Und dann könnt ihr einfach einen Kreis machen. Wenn ihr drauf bleibt, wird es eine Ellipse. Wenn ihr mit dem zweiten Finger drauf geht, wird es ein perfekter Kreis, den ihr in der Größe auch noch verändern könnt. Und so habt ihr diesen Kreis. Dann könnt ihr den immer noch in die Mitte verschieben vom Bild. Das hilft wenn ihr da Einrasten nehmt, dann könnt ihr mit dieser gelben Linie schön in die Mitte des Bildschirms gehen und auch von der Höhe in die Mitte gehen. Und ihr könnt das natürlich auch noch in der Größe verändern. So, und den habe ich dann ganz einfach ausgefüllt, den Außenbereich. Und wenn ihr hier irgendwelche Linien seht, ich mache das kurz, ihr seht, ich war ziemlich tief unten, dann gibt es manchmal hier solche Linien, dann guckt einfach, dass ihr den Color Drop Wert, wenn ihr drauf bleibt, kommt hier oben die Color Drop Grenze, da gehe ich ziemlich weit hoch. Irgendwann fährt es den ganzen Bildschirm ein und ich gehe hier was kurz davor. So, jetzt habe ich schon meinen Kreis. Und es ist jetzt nicht so, dass es ein weißer Kreis ist. Wenn ich die Hintergrundfarbe verändere, seht ihr seht quasi durch diesen Kreis hindurch. Das war das, was ich gemacht habe. Dann habe ich den Bären ausgewählt. Und zwar als Pinsel. Die habe ich bei mir als Silhouettenbilder abgelegt. Dann habe ich hier diesen Bären als Pinsel erstellt. Und da habe ich eine neue Ebene angelegt, damit ich den noch verschieben kann. Von der Größe her passt der für mich gerade, aber ich muss, der guckt jetzt in die falsche Richtung, also kann ich hier bei Horizontalspiegeln die Richtung ändern und dann kann ich den da platzieren, wo ich den haben will. So, hier. Und jetzt ist ja hier ringsherum, da fehlt noch so ein bisschen was, damit das Gesamtbild dann stimmt. Und da habe ich einfach eine neue Ebene gemacht und dann bin ich mit den Pinseln wieder auf meinen Lieblingspinsel gegangen. Den Fine Liner, habe den ein bisschen runtergenommen und dann habe ich hier einfach so quasi so Steinformen angelegt. Und ihr müsst dann das wieder schließen. Ihr seht es zwar nicht, ihr seht es nicht, aber im Hintergrund, ich gehe quasi hier hinter dieser schwarzen Ebene durch. Jetzt seht ihr es. Hier hinten, es muss ein geschlossenes Element sein, damit ich das ausfüllen kann. Dann haben wir hier schon ein bisschen Steine. Und dann bin ich von der anderen Seite auch noch gekommen und habe da auch noch so Steine hinzugefügt und einfach geguckt, dass der nicht in der Luft sitzt, sondern auf diesen Steinen. So, und jetzt sieht es so aus, als ob der Bär hier in der Höhle sitzen würde und wir quasi aus der Höhle hinaus ins Freie gucken würden. Das ist eine. Dann habe ich
wieder auf neuen Ebenen und zwar habe ich 4 Hügel. Ich mache hier gleich 4 Elemente und die müssen natürlich hinter dem Kreis sein, weil das dient uns ja quasi hier als Schablone. Jetzt gehe ich hier auf die unterste Ebene und wähle, ich bin immer noch beim Fineliner, und von den Farben werde ich jetzt für 4 Hügel 4 verschiedene Farben wählen und in der Regel nehmt ihr das, was am nächsten zu euch ist, das ist die dunkelste Farbe. Das heißt, ich gehe hier, nehmen wir die hier, und dann male ich hier einfach mal so Kurvenform, einen Hügel, auch hier wieder schließen, damit ihr das ausfärben könnt. Dann auf die nächste Ebene, da gehe ich auf eine etwas hellere Farbe. Nehmen wir die hier. Und jetzt versuche ich nicht die gleiche Kurve zu machen, sondern da so ein bisschen entgegengesetzt zu gehen. Und auch den Kreis wieder schließen. Und die ausfüllen. Sorry, falsche Reihenfolge. Das, was zuvorderst ist, muss zu oberst sein, ne? So macht das mehr Sinn. Dann die nächste Ebene, dann kommen wir zum dritten Hügel. Da gehe ich noch ein bisschen heller. Nehmen wir sowas. Hier gehe ich da hoch und mache hier nur so quasi einen 3/4 Hügel. Auch den füllen wir. Und dann noch den letzten. Da gehe ich heller nochmal. Und da gucke ich, dass ich hinten so ein bisschen eine horizontale Linie hinbekomme. Die wieder schließen und füllen. So, jetzt haben wir eine Hügellandschaft. Jetzt will ich noch hinten so quasi einen Himmel und den will ich mit einem Gradient-Effekt. Dafür mache ich zuunterst, weil das liegt hinter diesem schwarzen und hinter allen Hügeln, mache ich eine Ebene und dann gehe ich zum Airbrush-Pinsel. Heute bin ich ein bisschen blind. Hier, dieser weiche Pinsel. Und da nehme ich einerseits ein einigermaßen helles Lila und da zeichne ich hier einfach über den Bildschirm eine Linie. Und dann habe ich noch ein dunkles Violett und damit färbe ich hier den Rest ein. Jetzt merke ich, ich brauche noch ein bisschen mehr von diesem hellen Lila. Kann ich einfach das noch auffüllen. Das würde so jetzt nicht wirklich gut aussehen, ne? Weil ich habe einfach 2 Striche. Aber weil wir das auf einer Ebene haben, können wir jetzt auf die Gaußsche Unschärfe auf der Ebene gehen und die hochziehen. Und je mehr ihr die hochzieht, desto mehr verschwimmen die beiden Farben ineinander. Und so habt ihr diesen Gradient-Effekt. Et voilà. Genau das wollte ich haben. Dann können wir hier natürlich noch so ein paar Sterne in den Himmel geben. Mache ich eine neue Ebene. Gehe auf Weiß. Und dann haben wir hier Lichter. Und da könnt ihr ein bisschen spielen. Es gibt den Lichtblitz und dann gibt es das Flimmern. Ich habe da das Flimmern ein bisschen angepasst, dass ich einen Pinsel habe, wo ich zwar diese Sterne habe, aber nicht ganz so viele davon. Und da könnt ihr wie einen Sternflimmer machen. Dann könnt ihr aber auch einzelne Punkte noch dazu fügen. Und dann können wir auch noch hier diesen Lichtblitz nehmen und upsie, nicht ganz so groß, ne?
den will ich eigentlich nur klein haben, so einzelne Sterne hinmachen. So, was wir jetzt auch noch brauchen, ist einen Mond. Und der machen wir zwischen Hügel und unserem Hintergrund. Das heißt, hier eine neue Ebene drauf. Ihr könnt weiß oder so ansatzweise weiß gehen. Dann müssen wir hier den Pinsel wieder ändern auf den Fineliner. Na? Und dann mache ich hier einfach einen Kreis wieder. Auch hier drauf bleiben und es ist ein perfekter Kreis. Dann haben wir hier einen Mond. Der ist jetzt nicht ganz da, wo ich den haben will. Ich will ein bisschen tiefer und hier so drüben haben. Als Gegengewicht, weil ich den Bären eher auf der Seite habe, will ich den Mond auf der Seite. Jetzt wäre das so noch nicht so wirklich spannend, deshalb duplizieren wir den und auf dem hinteren der beiden geben wir auch die Gaußsche Unschärfe drauf. Und so bekommt er dann so ein Leuchten quasi. Jetzt wird der Mond so ein bisschen Auswirkung haben auf einen der Hügel, der am nächsten dazu ist, und deshalb gebe ich vor diesen Hügel eine Ebene. Gehe hier auf den Fineliner und mache hier einfach so dem Hügel entlang quasi einen Strich. Und das würde so ein bisschen komisch aussehen und deshalb gehen wir auch hier auf die Gaußsche Unschärfe auf der Ebene und blenden das so ein bisschen. Et voilà. So, jetzt haben wir ja gesagt, wir wollen das Ganze, das Tal würde so ein bisschen flach aussehen. Und deshalb gehe ich jetzt auf die einzelnen Ebenen und gebe da so ein paar von den Tannen dazu, damit die Hügel nicht als Linie sind. Der hinterste schon, aber die 3 hier vorne, die sollen am Rand alles Tannen haben. Und da gehe ich einfach auf die entsprechende Ebene. Also kurz gucken, 1, 2, 3, das ist die hier. Ihr könnt direkt auf der Ebene zeichnen, ihr könnt auch eine dazu machen. Ich gehe jetzt hier direkt auf die Ebene und wähle hier kurz die Farbe, die ich hatte. Da könnt ihr einfach auf dem Platz drauf bleiben und dann übernimmt es die Farbe. Und dann gehe ich eben zu meinen Stempeln und nehme hier diesen Pine Tree, den ich erstellt habe. Und von der Größe her, die näher zu mir werden größer sein als die ganz hinten. Und ich werde es so machen, dass der bei mir 10% ist, der ist 7% und der hier wird 4% sein. Jetzt könnt ihr ja hier die Größe einstellen. Wenn ihr noch genauer das einstellen wollt, könnt ihr mit dem Pinsel oder mit dem Stift so rübergehen. Und dann könnt ihr in noch kleineren Stufen das einstellen. Ich gehe hier, bis ich eben bei diesen 4% bin. Und dann kann ich grundsätzlich einfach diesem Hügel entlang solche Bäume hinpflanzen. Einfach so, dass ich quasi die Linie nicht mehr erkenne. Ihr solltet aber natürlich auch nicht dann irgendwelche frei schwebenden Bäume haben. Ne? Die sollten dann schon Kontakt zum Hügel haben. So, das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus. Dann dasselbe mache ich auf dem nächsten Hügel. Das ist der hier, der zweite. Da gehe ich auch wieder mit einem Color Picker drauf. Hat das den jetzt genommen? Wissen wir nicht. Ja, hat es. Und da will ich die Bäume eben ein bisschen größer haben. Wir hatten vorhin 4%, jetzt gehe ich auf 7% und gebe entlang von diesem Hügel Bäume.
Einfach gucken, dass ihr die so von der Höhe so ein bisschen verteilt. Weil die würden ja vor und nach diesem Hügel würden die ja auch hochwachsen und deshalb sind nicht alle auf derselben Höhe angesiedelt, ne? So, das gefällt mir so. Und dann kommen wir noch zum vordersten Hügel. Auch da müssen wir die Farbe wieder auswählen. Und da gehe ich eben auf 10% und gebe hier die Bäume hin. Wenn euch das zu langweilig ist, könnt ihr natürlich auch unterschiedliche Tannen nehmen. Dachte ich mache es jetzt einfach ein bisschen einfacher für heute. Und wähle da und nehmt dieselbe. Durch die Verteilung und die unterschiedlichen Höhen erkennt man das dann auch nicht so gut. So, das ist schon besser, aber immer noch nicht gut genug. Was wir jetzt noch haben wollen, ich finde es immer so cool, wenn es so einen Mystic Nebel hat. Und da gehen wir jetzt überall zwischen die Ebenen. Das heißt, zwischen diesem Hügel hier und diesem Hügel hier, das wäre das da, gebe ich eine Ebene dazu und wähle von der Farbe her etwas eher Helles oder heller als dieser Hügel ist. Und dann gehe ich bei den Brushes wieder zurück auf den Airbrush-Pinsel. Und da jetzt wirklich nicht stark, ne? Es soll ein Nebel sein. Ich gehe wirklich nur ganz fein hier drauf. Beim hintersten wird man es sehr wahrscheinlich gar nicht so groß sehen, weil ich da gar nicht so viel Fläche habe. Gehen wir zwischen diesen hier und diesen hier. Da gehe ich jetzt von der Helligkeit ein bisschen zurück. Und der Nebel wäre ja jetzt hier ersichtlich, ne? Dann könnt ihr einfach so ein bisschen unterschiedliche Höhen machen. So. Dann dasselbe zwischen der und der Ebene. Das heißt, ich gebe hier eine neue dazu. Gehe noch ein bisschen dunkler und baue hier den Nebel ein. Und ihr seht, wie viel Unterschied es ausmacht, wenn ihr sowas einbaut. Man hat noch viel mehr das Gefühl, jetzt sind das wirklich unterschiedliche Distanzen. Und dann nehme ich noch einen zwischen diesem schwarzen Kreis und diesem Hügel hier. Da gehen wir noch ein bisschen dunkler. So, ich würde sagen, so will ich das Bild haben. Und jetzt hatten wir noch einen Schriftzug, da gehe ich wirklich zu oberst hin und sage hier einfügen, Text hinzufügen. Und was hatten wir da? Stay wild. Und um die Schrift anzupassen, einmal die Farbe will ich nicht so haben, sondern die soll eher ein bisschen heller sein. Ich würde sagen so. Und dann will ich das Ganze noch anpassen. Gehe hier auf die Schriftart und nehme eben mein Montes. Und dann könnt ihr die Textbox anpassen und ihr könnt hier die Größe noch verändern. Ich gehe jeweils mal so in die Richtung, in die ich gehen will, sage fertig, weil jetzt können wir es immer noch anpassen.
aber ich würde sagen, so in dem Stil passt das für mich. So, und schon haben wir eine kleine Landschaft gebaut. Das könnt ihr dann exportieren als PNG oder JPEG, je nachdem, wie ihr das haben wollt. Und so habt ihr dann euer eigens gezeichnetes Landschaftsbild, wo wir die Stempel verwendet haben, wo wir quasi so einen Pseudo-Paper-Cut haben, weil wir gucken durch diese Höhle hindurch raus und ihr einen super schönen Gradient-Background habt, den ihr eben mit der Gaussian Unschärfe so wunderbar selber erstellen könnt. Aber das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die Tipps waren hilfreich für euch und ihr habt Lust, es selber auch auszuprobieren. Das iPad und die App, die ich verwende, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!